Hallo, ich bin in Stuttgart und das hier hinter mir ist die berühmteste Baustelle Deutschlands, die laut SWR-Informationen wahrscheinlich jetzt doch noch mal ein kleines bisschen länger brauchen wird. Aber we're not here to see any of that. Denn wir gehen jetzt in Richtung Marienplatz und fahren da mit der U-Bahn hin. Hier kann man übrigens auch noch sehen, dass Stuttgart mal eine Meterspurstraßenbahn hatte. Aber das ist jetzt nicht das Thema für dieses Videos. Achtung, U14 nach Marienbahnhof fährt ein. Marienplatz zur Zahnradbahn und den Linien. Ich habe eben schon dran Herzlich willkommen am Stuttgarter Marienplatz und heute fahren wir mit etwas, was ganz besonders ist für eine Großstadt, nämlich eine Zahnradbahn, die einzige innerstädtische Zahnradbahn Deutschlands. So heißt die Zahnradbahn nämlich, die Zacke hier in Stuttgart. Und genau das bedeutet, wir müssen hier hoch und fahren mit der einmal hoch nach Degerloch. Warum ist das hier in Stuttgart so was Besonderes? Weil Stuttgart nämlich eine Stadt voller Hügel ist, mit einem Talkessel und natürlich auch Stadtteilen oben auf dem Hügel. Und damit die verbunden werden konnten, wurde eine Zahnradbahn gebaut. Die fängt hier an am Marienplatz und fährt hoch in den Stadtteil Degerloch. Das ist da, wo der Fernsehturm ist. Was ganz Besonderes hier bei der Zahnradbahn ist, dass sie wirklich wunderbar für Fahrradfahrer funktioniert. Nämlich, die können ihre Fahrräder vorne drauf machen auf den Fahrradwagen und dann können sie die Fahrräder damit hochnehmen. Das ist eine hervorragende Einrichtung. Was Schönes kann man sich nicht vorstellen. 207 Höhenmeter innerhalb von 10 Minuten. Das schaffst du mit dem Fahrrad, nicht mit dem Auto, auch nicht hier in Stuttgart. Ja. Und ich meine, ist ja auch was ganz Besonderes. Die einzige Zahnradbahn in der Großstadt überhaupt in ganz Deutschland. Ja, in Stuttgart haben wir alles. Wir haben eine Zahnradbahn, wir haben eine Seilbahn, wir haben sogar einen Fernsehturm. Das weiß ich auch, ja. Zudem kann man ja fast fahren mit der Zahnradbahn. Ja. Wenn es läuft. Nee. Wenn Sie oben aussteigen, Zahnradbahnhof, links weg, da sind Sie bald im Fernsehturm. Der einzige Nachteil ist eigentlich für ältere Herrschaften, die können das Fahrrad nicht mit runternehmen, weil der Zugführer das Fahrrad im Blick haben muss. Also nur bergauf, bergab geht es leider nicht. Wünsche ich jetzt gleich gute Fahrt und genau, also ich finde es eine tolle Einrichtung auf jeden Fall. Jawohl. Dankeschön. Bitte. Ciao. Hier sieht man, wie angenommen das auch wird, ne? Ja, ich meine, früher war das so, die alte Zahnradbahn, die hatte einen Radanhänger mit 10 Plätzen. Dann kam die neue, man hat ihm Rechnung getragen, dass der Radverkehr immer mehr wird. Jetzt kann man 20 Fahrräder stellen und sogar noch ein Lastenrad. Also was will man mehr? Also man kann sehen, was das hier für eine Bedeutung auch für die Fahrräder hat. Also nicht nur, wer eine Fahrradtour machen will, sondern eben auch die Jungs, die ich jetzt nicht filmen kann hier, weil die noch nicht 18 sind. Aber die fahren hier mit der Zahnradbahn hoch, um nachher über so Trails im Wald wieder runterzufahren. Das gibt es auch legale inzwischen. Das war mal nicht so, aber inzwischen gibt es die. Und das heißt, das ist hier auch sozusagen so eine Art Fahrradhauptstadt oder so eine Mountainbike-Hauptstadt geworden in Stuttgart, weil es eben so hügelig ist. Und einer hat gesagt, das hat hier Österreich-Vibes in Stuttgart. Also das heißt, da sollte man sich auch ein bisschen was drauf einbilden eigentlich hier in der Stadt, finde ich, dass es sowas gibt. Und die Zahnradbahn bringt die Leute halt wieder nach oben.
finde ja, an den Treppen konnte man gerade sehr gut sehen, wie steil das hier ist. Ja? Ich wünsche noch einen schönen Tag und 207 Höhenmeter, 10 Minuten ohne Schwitzen. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Vielen Dank, ne? Macht es gut. Dankeschön. Also, jetzt laufen wir mal hier an der Zahnradbahn gerade noch mal wieder runter. Die Zahnradbahn selbst, 1884 wurde die gebaut. Ging eigentlich darum, dass Leute, die hier oben in den Filderorten, die Fildern, das ist der obere Teil, gewohnt haben, dass die runterfahren konnten und wieder hochfahren konnten, wenn sie in den Betrieben unten in Stuttgart gearbeitet haben. Und auch Bauern haben mit der Zahnradbahn irgendwelche Sachen, die sie auf dem Markt verkaufen wollten, hoch und runter fahren können. Das heißt, es wurde für viele, viele Sachen genutzt. Das sind ganz neue Fahrzeuge von Stadler, die hier erst seit kurzem eingesetzt werden, mit denen sind wir gerade auch gefahren. Was ich zur Zahnradbahn noch sagen sollte, die Zahnradbahn ist einfach eine Bahnlinie in Stuttgart, die zur SSB, den Stuttgarter Straßenbahnen, gehört. Und deswegen ganz einfach mit einem ganz normalen ÖPNV-Ticket oder natürlich auch mit dem Deutschlandticket verwenden kann. Das heißt, diese Zahnradbahn ist eine, mit der könnt ihr einfach mit dem Deutschlandticket fahren. Einsteigen und los geht's. Habe ich heute auch genauso gemacht. Wo wir jetzt hier übrigens durchlaufen, das ist eines der reichsten Gebiete, Wohngebiete in Stuttgart aus meiner Sicht. Also hier an der Weinsteige, Wielandshöhe, hier gibt es auch ein Sterne-Restaurant. Und also das ist tatsächlich eines der Wohngebiete Stuttgarts. Also das liegt auch daran, dass man hier wirklich einen wunderbaren Blick über die Stadt hat aus seinen Häusern. Und dazu kommt eben auch noch, dass es mit dem ÖPNV gut angebunden ist, nämlich eben hier mit der Zahnradbahn, die einen hier lang fährt. Man kann allerdings auch Auto fahren, wenn man möchte. Aber wer würde das tun? Weiß ich auch nicht. Ihr seht, wie voll der Fahrradanhänger gerade auch war, als wir jetzt gerade noch mal hochgefahren sind, weil das ist natürlich extrem beliebt. Aber wir haben das Gleiche ja auch gesehen, als wir mit der Hunsrückbahn gefahren sind. Und die Hunsrückbahn, die könnte das auch machen. Die könnte auch so einen Wagen vorne dran hängen. Das würde ich ziemlich clever finden mit den Fahrrädern. Die Strecke biegt hier links runter ab, dann so Richtung Marienplatz, wo wir gerade vorhin angefangen haben. Aber es gibt eben noch hier diese andere Strecke, nämlich zum Depot von der Zahnradbahn. Da gehen wir jetzt noch hin. Das machen wir als kleinen Abschluss noch, dass wir auch das Depot kurz gesehen haben, wo die Zahnradbahn nachts schläft. Das Depot. Das musste auch umgebaut werden. Also hier runter und dann können die dann da auch da reingefahren werden und so. Also so sieht das hier aus. Dann hier können die rübergefahren werden. Das habe ich natürlich jetzt nicht im Bild, weil es ja mittags ist gerade und nicht, dass irgendein Zug hier runterfährt, um da eingelagert zu werden. Und das war's auch schon für dieses Video. Die Zahnradbahn in Stuttgart, die einzige Zahnradbahn in einer deutschen Großstadt. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein tolles Video gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann habe ich hier ein neues Video für euch, nämlich über die Hunsrückbahn. Das ist die steilste Eisenbahnstrecke Westdeutschlands. Da gibt es auch ganz viele Fahrradfahrer, die da mitfahren. Könnt ihr euch da anschauen. Und ihr könnt in die Kommentare reinschreiben, ob es euch gefallen hat, ob ihr mehr so kleine Videos wollt und ob ihr da mehr Historisches oder mehr Technisches noch dazu haben wollt. Und dann können Kanalmitglieder darüber gerne abstimmen. Und jetzt fährt die Bahn weiter.